Hi Leute, ich bin's wieder, euer David. Willkommen zurück zu unserem nächsten Video. Heute geht's ganz interessant weiter und zwar zeige ich euch, wie ihr einen super coolen, einfachen und auch günstigen Filter zu Hause nachbauen könnt. Bevor es losgeht, schreibt uns unten in die Kommentare, welches euer Lieblingsfilter ist oder vielleicht kennt jemand sogar eine coole Bauanleitung, da können wir gerne auch mal ein Video drüber drehen. Und wenn ihr euch generell für das Thema Zwerggarnelen Aquascaping interessiert, dann abonniert gerne unseren Kanal und drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video rauskommt. Ich stärke mich erstmal aus unserer coolen neuen Tasse und dann sage ich euch, warum dieser Filter so toll ist. Nice. Dieser Filter ist zum einen das Allerwichtigste, er ist garnelensicher, das heißt, ihr verliert da keine kleinen Garnelen drinnen. In diesem Filter könnt ihr verschiedenste Materialien verwenden, also je nach Aquarium, je nach Garnelenart anpassen, was ihr wollt. Er ist, wenn ihr wollt, sehr, sehr günstig, kann aber auch sehr elegant sein. Das ist ein cooler Effekt im Aquarium. Wir haben schon mehrere Leute hier gehabt, die eigentlich sich auch mit Aquarien auskennen, die sich gedacht haben, wow, was ist das für ein Filter, cool, wie funktioniert der? Wenn ihr das auch wollt, dann erkläre ich euch jetzt gleich, wie ihr den zu Hause total einfach mit wenig Sachen nachbauen könnt. Ihr braucht ein Gefäß, einen Luftschlauch, ihr könnt auch einfach eine Plastikflasche als Gefäß nehmen oder ein bisschen was Eleganteres. Ihr braucht eine Bohrmaschine, es sei denn, ihr wollt mit der Hand bohren und ihr braucht irgendwelche Filtermedien. Wir haben auch so eine Filterwatte, die hilft einfach dabei, dass das Wasser schön klar und sauber ist. Zum Schluss brauchen wir noch so ein Plastikrohr. Das kriegt ihr im Baumarkt wirklich sehr günstig in der Elektroabteilung. Wer es, wie gesagt, eleganter haben will, geht auch, glaubt mir. Nimmt sich so ein durchsichtiges Rohr. Das ist ein bisschen stärker jetzt. Müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, ihr könnt jedes Medium verwenden. Wir haben jetzt hier 4 verschiedene. Einmal Akadama, das ist unser Bodengrund bei den Caridina-Arten. Einmal Zeolit, habe ich euch auch schon mal was drüber erzählt im ersten Video. Nochmal ganz kurz, das hilft uns einfach dabei, organische, also sagen wir mal so, die Ausscheidungen der Garnelen abzubauen. Das ist sehr wichtig. Hier haben wir solche Keramikröhrchen, die bieten eine sehr große Oberfläche. Da müsst ihr euch vorstellen, da sind ganz viele kleine Löcher und Tunnel drinnen, in denen Bakterien wachsen können. Das hilft uns natürlich wiederum, einfach die Bakterien im Aquarium zu haben, die die Schadstoffe, die Ausscheidungen der Garnelen abbauen. Und zuletzt haben wir solche Bioballs, die sind auch ganz cool, sind aus Plastik, haben innen einen kleinen Schwamm drinnen und auch dieselbe Funktion, einfach viel Oberfläche zu bieten. Warum das Akadama? Ihr könnt auch einen anderen Bodengrund nehmen, der kommt nämlich dann ganz oben drauf. Zum einen, um die anderen Medien runterzudrücken, die schwimmen nämlich nach oben und er sorgt dafür, dass keine Garnelen einfach aus Versehen in den Filter geraten können. Die Maße von eurem Filter könnt ihr ganz einfach berechnen, indem ihr euer Gefäß nehmt und zum Aquarium hinhaltet. Das sollte vom Bodengrund aus gemessen ungefähr die Hälfte sein, leider nicht zu kleinlich, plus minus 1-2 cm sind nicht so schlimm, aber es sieht einfach am schönsten aus. Die Höhe von eurem Rohr könnt ihr auch ganz einfach bestimmen. Wir machen es so, ihr messt wieder vom Bodengrund aus eure Höhe bis zur Wasseroberfläche. Ihr habt da natürlich die Freiheit, entweder macht ihr das Rohr, lasst ihr das schon unter Wasser enden, direkt auf der Wasseroberfläche oder ein bisschen drüber. Wir werden es jetzt drüber machen, aus ein paar Gründen. Zum einen haben die Luftblasen, die zerplatzen, den unerwünschten Effekt, dass sie immer ein paar Tropfen Wasser auch hinausspritzen. Wir verwenden hier ja keinen Deckel und glaubt mir, in der Summe über ein paar Tage, da verliert ihr ganz schön Wasser mit der Verdunstung gemeinsam. Wer einen Deckel hat, der kann es natürlich gern unter Wasser machen, aber es sieht auch ziemlich cool aus, wenn das Wasser da so hinausläuft. Ihr könnt natürlich immer überprüfen, wie viel Wasser da wirklich rauskommt. Ihr werdet begeistert sein, das ist echt viel, was da durchkommt. Und natürlich habt ihr auch, wie ich euch im ersten Video, wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf unserem Kanal vorbei. Da könnt ihr sehen, wie wir dieses Aquarium da einrichten und was dabei zu beachten ist. Der weiß auch schon, warum eine bewegte Wasseroberfläche bei Garnelen von Vorteil ist. Damit ist alles gesagt zur Berechnung. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Filter ganz einfach selber zusammenbauen könnt. Als ersten Schritt sägen wir unsere Rohre auf die richtige Länge zu. Ich habe dafür eine Metallsäge genommen. Ist bestimmt nicht das Beste, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Jetzt schleifen wir noch ein bisschen die Enden ab, wo wir gesägt haben. Dazu könnt ihr natürlich entweder Schleifpapier nehmen oder eine Feile, aber am allerbesten funktioniert es tatsächlich mit einer Stahlwolle. Ihr werdet überrascht sein, wie gut das Ergebnis ist. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, aber es ist wirklich sehr, sehr weich und fein geworden. Jetzt bohren wir unsere Löcher, dabei ist es nicht besonders wichtig, wie schön die aussehen. Es sollten ungefähr 4 x 6 Löcher sein, so mache ich das. Die Größe ist auch nicht ganz so heikel. Hauptsache es kommt Wasser durch. Macht euch da nicht zu viel Mühe, man sieht es sowieso später nicht, aber tut euch dabei auch bitte nicht weh. Wir fangen mit der allereinfachsten und auch günstigsten Variante an, und zwar mit unserer Plastikflasche. Hier unten haben wir die Löcher gebohrt, das ist das Ende, was auch nach unten kommen wird. Es ist ganz simpel, ihr stellt dieses Rohr
senkrecht hier hinein und nehmt dann euer Filtermaterial, in unserem Fall eben Zeolit, und kippt es da vorsichtig hinein. Bei diesem Punkt könnt ihr das Rohr auch noch ein bisschen korrigieren, aber achtet darauf, wenn es dann voll ist, werdet ihr das kaum noch bewegen können. Ich zeige es euch gleich mal. Ab dem Punkt möchten wir gerne unsere Filterwatte verwenden und oben drüber machen wir nochmal eine kleine Zeolitschicht, die die Filterwatte nämlich dann nach unten drückt. Die Funktion ist ziemlich simpel. Ihr pumpt Luft hier runter. Diese Luft kommt dann aus unserem Schlauch raus und will natürlich aufsteigen, und das tut sie zwangsweise durch dieses Rohr. Was dann passiert ist, dass diese Luft Wasser mit sich nach oben zieht, und dieses Wasser muss ja zwangsweise durch die Löcher, die wir gebohrt haben. Das heißt, das Wasser vom Aquarium wird hier von oben durchgesaugt durch unser ganzes Filtermaterial, geht dann durch die gebohrten Löcher durch, steigt nach oben und kommt hier oben wieder heraus. Beim nächsten Filter haben wir uns entschlossen, ein bisschen eleganter zu arbeiten. Dazu gehört auch, dass wir hier ein Loch für den Luftschlauch gebohrt haben. Den kann man jetzt hier einfach reinstecken. Wir hatten sogar noch das Glück, dass wir hier so ein Stück zum Verteilen haben, so ein Verteilerstück. Das passt hier erstaunlich gut rein. Ihr könnt aber auch einfach den Schlauch reinstecken. Das macht keinen Unterschied. Das ist nur, weil wir es jetzt da hatten. Aber sonst geht es alles genau gleich. Und jetzt ist der Filter fertig. Okay, jetzt kommen wir zu dem größten Selbstbaufilter für unser neues Aquarium, wo die Red Bees reinkommen. Als Experiment möchte ich hier auch mal einen Sprudelstein verwenden. Wir testen das jetzt gleich. Ich bin ultra gespannt, ob das funktioniert. Mal schauen. Bis gleich. Vielen Dank fürs Zusehen, das war's für heute schon wieder. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr habt ja vorher schon gesehen, da wird ordentlich Wasser bewegt und es sieht auch toll aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich gerne einen Like da. Euer Feedback ist uns ganz wichtig, dass wir wissen, in welche Richtung wir mit unserem Kanal gehen sollen. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, schreibt natürlich gerne einen Kommentar. Wir werden das alles lesen. Und noch was, wir haben auch einen Instagram-Account, den blende ich euch hier ein. Da posten wir jeden Tag ein Foto zum Thema Aquascaping und Garnelen. Und vor allem seid ihr die allerersten, die Bescheid wissen, wenn am Sonntag das nächste Video kommt. Abonnieren, Glocke nicht vergessen und wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss!